Willkommen hier wieder bei Battle for the Ear. So, aus aktuellem Anlass nochmal so ein bisschen meine Tipps und Empfehlungen, was jetzt so MIDI-Recording angeht und vielleicht auch so ein bisschen den ersten Einstieg in eine DAW. Wer jetzt zum Beispiel MIDI-Keyboard spielt und ein bisschen was einspielen möchte, der braucht natürlich eine Lösung, wo man dann halt auch nochmal Noten nachbearbeiten kann und vielleicht auch nochmal neue Softwareinstrumente mit dazu bekommt. Da gibt es halt wirklich eine ganz große Palette an Möglichkeiten, Free-Versionen wie jetzt zum Beispiel Studio One Prime zu benutzen. Da muss man sich halt auch erstmal natürlich einen Account kreieren, sich da anmelden, das Ganze dann runterladen und aktivieren. Das ist dann halt auch immer so mit 1-2 Stunden Aufwand vielleicht verbunden. Deshalb wäre jetzt so meine erste Empfehlung, um mal kurz zu sehen, okay, wie ist das eigentlich, eine DAW am PC zu haben? Komme ich damit klar oder ist das irgendwie uninspirierend zur Musik machen und man spielt vielleicht selber lieber einfach Klavier oder Gitarre? Wäre meine Empfehlung jetzt erstmal Reaper, denn es ist wirklich relativ intuitiv. Es ist vielleicht nicht so visuell gestaltet, sondern wirklich irgendwie eher so ein bisschen auf die wesentlichen Funktionen halt beschränkt. Aber das kann eben auch ein Vorteil sein für Anfänger. Deshalb schaut euch das mal an. Das ist für Windows, für Mac alles erhältlich sozusagen. 32 oder 64 Bit, wie man möchte. Das ist auch eine sehr kleine Datei, die man nur runterladen muss. 11 MB sind das. Und man kann das sofort installieren und sofort starten. Also man braucht es nicht erstmal zu aktivieren. Da kriegt man halt so eine kleine Info, dass es jetzt halt die Testphase ist und muss dann nochmal so 10-20 Sekunden immer warten, bis man dann halt alle Funktionen bedienen kann und hat halt erstmal dieses Fenster. Finde ich jetzt nicht weiter schlimm, denn wenn man, wie gesagt, erstmal 1-2 Songs aufnehmen möchte, ist das vielleicht genau das Richtige. So, welchen Schritt haben wir jetzt aber übersprungen? Wenn man natürlich richtig Audio-Recording machen will, braucht man eigentlich immer ein Interface. Sei es jetzt ein Plug-and-Play-Interface oder ein Interface mit richtigen Treibern. Da sollte man bei Windows immer auf ASIO-Treiber achten. Wenn man natürlich nur MIDI einspielen möchte, dann reicht eigentlich auch natürlich schon ein MIDI-Keyboard aus und dann ein Treiber, der halt eine gleichzeitige Aufnahme und Wiedergabe ermöglicht. Das wäre dann jetzt zum Beispiel ASIO for All bei Windows. Und das ist auch ein Treiber, den man so im Netz umsonst findet. So, jetzt haben wir einmal Reaper. Da gibt es auch schon so ein paar kleine Instrumente, Drum Machine, Synths und Sample Player, wo man dann immer ein Sample, also ein Audio-Sample reinladen kann. Audio-Samples findet man eben im Netz auch wie Sand am Meer. Da sollte man dann einfach gucken, was gibt es bei diesen bekannten Plattformen wie jetzt Bonedo, Delamar oder so, damit man sich erstmal als Anfänger jetzt, sag ich mal, auch vernünftigen Content runterlädt, ohne irgendwelche Viren. Da gibt es also Möglichkeiten en masse und eben jetzt um Reaper sozusagen auch nochmal ein bisschen von den Softwareinstrumenten ein bisschen aufzupolieren, sage ich mal, kann man dann gucken, sei es jetzt bei Delamar, da haben sie jetzt diesen SC Infinity auch nochmal als Empfehlung vorgestellt und der ist auch umsonst, ja, da muss man den auch einfach nur runterladen, installieren und dann lädt er immer noch die einzelnen Sounds nach. So, dann kann man natürlich auch VST1 Classic-Instrumente, sag ich mal, sich nochmal einverleiben. Zum Beispiel bei VST for Free. Da gibt es dann eben diese ganzen Dateien, die man runterladen kann und dann einfach in seinen VST-Ordner reinkopieren kann. So, dann hatte der eine Kollege, der jetzt auch mich auf diese Idee für so ein Video nochmal gebracht hatte, unbekannterweise wohlgemerkt, hatte angemerkt, dass er früher mal so Sachen wie Sample Tank ganz cool fand. Und es gibt heutzutage auch wieder so von Sample Tank die aktuelle Version, das ist jetzt Sample Tank 3. Und da gibt es eben den Custom Shop, wo man dann auch eine Free-Variante hat. Also man kann dann einfach sich anmelden, am besten man hat schon einen Account und weiß, wie das da geht. Guckt dann bei Free Products und kann dann eben Sample Tank 3 Free runterladen und dazu noch Content. Dann eben Instrumente runterladen. Da gibt es dann sogar noch den Content von Sample Tank 2.5. Den habe ich mir jetzt einfach als erstes runtergeladen. Denn da sind sehr viele coole Instrumente mit dabei. Von Schlagzeug über Streicher oder Synthesizer-Sounds. Und habe da jetzt so ein bisschen rumprobiert, was auch cool ist an diesem Sample Tank. Es gibt da halt verschiedene Module, die man halt einfügen kann. Sei es jetzt halt Effekte, also EQ,
Reverb und tralala. Und es gibt halt auch die Möglichkeit, einfach einen Sample Tank als Host sozusagen zu nehmen und dann, sag ich mal, in den 16 MIDI-Kanälen verschiedene Instrumente zu verknüpfen. Das ist natürlich jetzt für Anfänger vielleicht ein bisschen schwierig, deshalb sollte man vielleicht auch einfach, wenn man einen Sample Tank jetzt mal ausprobieren will bei Reaper, einfach einen Sample Tank so einfügen und sich dann halt einen Sound raussuchen erstmal, mit dem man was anfangen kann. Jetzt zum Beispiel Piano-Sound, da gibt es halt auch schon einer, der wirklich, glaube ich, immer dabei ist. Da muss man gar nicht mal den Content noch nachladen oder noch extra Content runterladen. Das ist dann einfach so ein Piano, das kann man eben auch, sag ich mal, ein bisschen anpassen. Ob das irgendwie eher so crisp klingen soll oder ein bisschen dumpf und eine Stereobreite und so. Also ja, das finde ich wirklich für umsonst ziemlich klasse. Das reicht jetzt erstmal so ein bisschen als kleiner Einblick. Wenn man jetzt, sag ich mal, vielleicht mit Reaper nicht so konform ist, dass man dann sagt, okay, ich habe jetzt Bock auf Cubase oder es gibt diese abgespeckten Varianten, da gibt es halt so 8 Instrument-Slots, sag ich mal mindestens 24, wenn nicht 48 Audiospuren. Und das ist ja eigentlich so, wie gesagt, beim Interface dann immer gratis dabei. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich eine Zeitschrift, eine Fachzeitschrift in Anführungszeichen zu kaufen. Da gibt es dann auch oft so eine Version. Zum Beispiel jetzt bei der Keys oder bei der Beat. Da gibt es die Möglichkeit, bei eBay einfach nachzugucken. Da hat der Verlag auch einen eigenen eBay-Verkaufsaccount und ja, hat da immer noch seine Bestände. Und man kann sich da einfach Cubase 7 oder 8 oder 9 LE AI einfach kaufen für 10 bis 15 Euro. Und ich bin halt ein Cubase-User, ich mag das Programm, ich finde das intuitiv. Da ist dann halt einfach für Anfänger die einzige Schwierigkeit, dass man dann halt nochmal dieses ganze Aktivierungsgedönst hat. Ne? Deshalb Reaper vielleicht mal auschecken und sonst Studio One Prime. Und wenn man da halt, sag ich mal, weil man da ja keine VST-Instrumente nachladen kann sozusagen, sondern nur erstmal mit den internen Klangerzeugern arbeiten muss, vielleicht dann nochmal gucken, ob man eine Cubase-Version sich irgendwie holt. Oder halt, ob man nicht gleich auch sich ein Audio-Interface so für 50 bis 100 Euro einfach holt. Naja, das war's jetzt von mir und ich wünsche euch viel Spaß beim kostenlosen Rumprobieren.